Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 65. Folge von Playmocast. In dieser 65. Folge ist jemand dabei, der auch schon in der 62. Folge und auch in vielen Folgen davor dabei war. Hallo Christian. Hallo. Christian, heute gibt es ein Thema, das ein bisschen mehr Beständigkeit hat als das Thema aus Folge 62, als Duck on Call, nämlich die Figures. Die Figures gibt es, glaube ich, aktuell in der 28. Serie und wir besprechen heute Serie 5 mit allen 24 Figuren, die ich hier wieder mal in 12 verschiedenen Gegenüberstellungen zusammengepackt habe. Ob die Gegenüberstellungen alle Sinn ergeben, musst du mir nachher mal sagen. Bei ein paar vielleicht eher nicht so, aber das war so dann das Beste, was ich aus meiner Sicht draus machen konnte. Wobei man ja sagen könnte, im Prinzip hat dieses Thema genau die gleiche Halbwertszeit wie Duck on Call, weil es ja alles halbe Jahr jeweils eine neue gibt, aber hier ist das by Design. Und die verschwinden anschließend. Das stimmt. Das stimmt, die sind dann noch zu finden und genau, du kannst sie dann auch noch auf der Homepage von Playmobil kaufen und die sind nicht komplett aus dem ganzen Sortiment gelöscht. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, was vor allem für meine Kinder immer sehr wichtig war, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich sage es für neue Zuhörer nochmal, ich wohne relativ nah am Playmobil Funpark daran. Das heißt, dass meine Kinder im Mhm. passenden Alter waren, hatten wir natürlich auch Saisonkarten. Und im Playmobil Funpark gibt es das sogenannte Kids-Menü als Mittagessen. Das ist im Endeffekt ja, Schüssel Pommes oder sowas. Oder Pommes mit ein paar Nuggets oder ein bisschen Nudeln oder auch eine kleine Pizza. Also quasi das, was Kinder lieben. Mhm. Ja, Fett mit Kohlenhydraten. das, was ich Ähm, auch liebe, Christian. so say we all, so say we all. Ähm, und du kriegst dazu halt eben zusätzlich noch ein Getränk und eine Figures-Figur. Ja, Und mehr geht nicht. diese Figures-Figuren sind nie aktuelle, sondern die sind aus irgendwelchen alten Serien, was wahrscheinlich einfach remittenten Rest aus dem Lager wird da reingeworfen. Mhm. Denn ich meine, da gehen halt mehrere 10.000 Leute durch jeden Tag. Und Ja, da wird man halt eben dann die Figures im Zweifelsfall auch mit los. Und das heißt, du kannst jedes Mal, wenn du da hingehst, dich darauf freuen, weil du nicht mal weißt, was für eine Figur von den 24 es sein könnte, sondern auch du weißt nicht mal aus welcher Serie. Das ja, heißt, also es könnte eine von inzwischen mehreren hundert sein. genau. Und vielleicht ist es ja auch eine aus der Serie 5, die wir heute besprechen. Das wäre natürlich ganz witzig. Ich glaube, ich habe sogar mehrere davon, ja. Okay, okay. Wir sprechen einmal über die Artikelnummer 5460 und einmal über die 5461. Also 5460 sind die männlichen Figuren, 5461 sind die weiblichen Figuren. Die sind alle aus dem Jahr 2013. Und Christian, ich würde sagen, in diesem Spielformat, dieses oder jenes, dieses oder jenes, bum 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 bum, gehen wir direkt mal rein und gucken uns die erste Gegenüberstellung an. Hier wird es nämlich direkt schon sportlich. Wir haben einmal mitgebracht die Frau mit den Rollerblades und einmal den Snowboarder. Und jetzt bin ich gespannt, für welche Figur du dich hier tendenziell entscheiden würdest. Da muss ich sagen, ich finde die Frau schöner. Ja, ich gehe mal auf Snowboarder. Ja. Was spricht die für die Frau und gegen den Snowboarder? Also erstmal, es ist ein relativ close Call. Ja, Aber ich mag bei der Frau, also zum einen mag ich die Frisur, die sie dabei hat, mit dem Pferdeschwanz. Das passt natürlich auch ja. gerade Frauen, die gerade Sport treiben, machen das ja oft, dass sie die Haare so hinten zusammenfalten. Und ich finde die Figur einfach formschön. Und ich finde Mhm. dieses Schwarz durchgezogen einfach cool. Das gefällt mir, also Ja. vom Outfit her. Ich finde es ganz witzig, dass sie eine Safttüte dabei hat. Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt eine Flasche erwartet. Mhm. Ähm, Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut, das soll mir ehrlich gesagt egal sein. Denn Ja. gerade wenn man irgendwie sowas Puppenhausmäßiges oder Citymäßiges zu Hause aufgebaut hat, kann man so eine Safttüte auch immer gebrauchen. Ja. Also mir gefällt sie einfach ein bisschen besser. Aber es ist wirklich Close Call. Beide Figuren finde ich ästhetisch sehr schön gemacht. Ja, finde ich auch. Ich finde ein bisschen schade bei der weiblichen Figur, dass sie nicht in der Farbe gestaltet ist wie in der Farbe des Helms. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen, glaube ich. Ah Ich ja, mag okay. dieses Oberteil halt gar nicht und finde Schwarz so an sich ein bisschen langweilig. Ich weiß, das ist eine moderne Farbe, gerade beim Sport ist das ganz praktisch. Die Rollerblades oder Inliner, die sehen sehr, sehr cool aus, finde ich. Mhm.
Aber sonst bin ich inhaltlich ein bisschen mehr beim Snowboard-Thema, weil ich Snowboardfahren cool finde. Wobei ich die Klamotten jetzt auch nicht unbedingt richtig cool finde. Also ja, das aber wirklich eine enge Geschichte. Ich entscheide mich aber hier für den Snowboarder ganz knapp. Die Baggy Pants sind halt cool, ne? Ja, wobei ich gar nicht weiß, sind die Baggy Pants beim Snowboarden wirklich so praktisch? Ja, ich glaube, Ich weiß es einfach nicht. ja, das ist einfach eine Stilsache, genau. Naja, Also, also ganz grundsätzlich, ich meine diesen Stil mit Baggy Pants und Hoodie und dergleichen mehr. Hey, ich habe Crossover in den 90ern gehört, ich mag so einen Style. nee, funktional ist das gar nicht. Aber es ist halt, die Figur soll ja vor allem cool aussehen, nicht eine reale Funktionalität abbilden. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, Christian, dass am Ende eine der beiden Figuren hier in deiner Top 3 am Ende ist. Ich fürchte, die ist nicht ganz so groß. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Da dachte ich mir auch so, ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz so wahrscheinlich, aber vielleicht ist das Das hängt aber auch am einfach damit Ende. zusammen, dass ich persönlich unsportlich bin. Ja, Ja, das okay. spricht mich auf einer anderen Ebene nicht so besonders an. Aber es ist auch einfach so, dass ich mal kurz drüber geguckt habe und da sind einige Sachen bei, die eher meinen Themen entsprechen. Das heißt, wir reden ja hier wirklich von persönlichen Vorlieben. Ne? Absolut, ne? Das ist ja alles komplett subjektiv hier sowieso. Und eine persönliche Vorliebe von dir tritt hier im Vergleich Nummer 2 auf. Und zwar gibt es hier einmal den Samurai und einmal den Western-Banditen. Und jetzt bin ich hier auf deine Tendenz gespannt und sag dir gleich mal, dass es bei mir wirklich relativ klar ist. Ich finde den Samurai viel cooler. Grundsätzlich würde ich dir fast zustimmen und zwar einfach deswegen, weil der Western Bandit fast schon langweilig ist, weil es den einfach so oft Ja. gibt in verschiedenen Varianten. Ich habe den auch, Mhm. also genau diesen, den habe ich glaube ich drei, vier Mal sogar. Denn der war ja, das ist ja bei den Figures immer die Sache, du kannst die ja ertasten. Und Ja, genau. das kann ich jetzt schon sagen, im Funpark kriegt man eigentlich immer die Tüten dazu, die leicht ertastbar waren, was es ist, weil da natürlich alle Leute sich dann immer nur eine ertastet haben und die anderen zurückgeworfen haben. Und bei den Remittenten sind da natürlich die ganzen, ja. Mhm. Mein Problem ist hier tatsächlich mit dem Samurai, den ich an sich sehr schön finde. Warum Mhm. hat er keinen Wakizashi? Okay. Ähm, Dem fehlt einfach das Kurzschwert. Mhm. Der ist für mich unvollständig. Das ist Samurai hat Pfeil und Bogen, ja, ein Samurai hat aber auch einen Katana und einen Wakizashi. Das Mhm. gehört ja gerade dazu, dass sie halt eben mit zwei Schwertern kämpfen. Das sind so Details, auf die ich gar nicht achte. Also, wenn du die Sachen halt nicht weißt, dann fallen sie dir gar nicht auf. Und deswegen fällt es mir hier relativ leicht, auf den Samurai zu gehen, weil ich den, tut mir leid, aber ich weiß nicht, es hörte sich gerade so ein bisschen so an, als ob du Fan des Western-Banditen bist, weil ich mag den gar nicht. Ich finde den ganz, ganz furchtbar. Ich finde ihn eigentlich langweilig, aber mir fehlt halt beim Samurai was dafür, dass ich da wirklich einen richtigen Samurai Okay, sehe einfach. Ja, verstehe ich, ja. ich verstehe total von der Ästhetik her, würde ich auch sagen. Von der reinen Ästhetik her finde ich den Samurai schöner. Aber es passt halt nicht in die Genre-Konvention. Und der andere passt in die Genre-Konvention. Okay. Ich finde den Banditen ganz furchtbar. Ich mag diese Kleidung gar nicht. Ich mag den, also ich fand früher diese schrägen Hüte, also die Hüte mit der schrägen Hutkrempe, die fand ich ganz, ganz schlimm. Die wollte ich alle loswerden. Und diese Frisur ist wirklich das Schlimmste, was dir in der Oh. Westernwelt passieren kann, finde ich. Was die Frisur angeht, bin ich voll auf deiner Seite. Die ist wirklich Okay. grausig. Die ist wirklich grausig. Ich glaube, der Samurai hat wirklich nur den Standard Playmobil-Kopf aus den 70er Jahren. Also das ist wirklich einfach nur dieser Zackenschnitt, den er da Mhm. drunter hat, wenn ich mich richtig an die Figur erinnere. Da passt halt der Helm vernünftig drüber. Über solche Genau, Frisuren wie diese neueren Frisuren kriegst du ja nichts Größeres drüber. genau, Ist ja immer das Problem, beziehungsweise nicht unbedingt das Problem, es ist halt einfach die Art, wie man das macht. Das muss man halt eben immer darauf achten, was man damit eigentlich machen möchte. genau. Und über Frisuren, über die man wirklich gar nichts drüber bekommt, sprechen wir im dritten Vergleich. Ja, Da haben wir mitgebracht die gelbe Fee mit ihren schönen gelben Flügeln und die blaue Meerjungfrau. Und Christian, jetzt bin ich gespannt. ja, ich ehrlich gesagt auch. Ich schwanke nämlich gerade immer noch. Ist es bei Ähm, dir ein enger Vergleich, weil du die beide gut findest, oder ein enger Vergleich, weil du die beide eher nicht so ich habe cool findest? für beide hätte ich so viele Argumente dafür und dagegen. Ja, Ähm, in beiden ist relativ viel los und gleichzeitig ist es in beiden teilweise sehr generisch. Es ist auch, äh, es gibt ja, oh Gott, wie formuliere ich das jetzt? Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie Playmobil sich sowohl dem Thema Meerjungfrau als auch dem Thema Fee genähert hat im Laufe der Jahre. mhm. Und es gibt ja unterschiedliche Meerjungfrauenschwänze beispielsweise.
Es gibt Ja. einmal diese Unterart, wie wir sie da haben, mit denen die im Endeffekt ganz normal stehen per se. Es gibt aber Mhm. auch die, wo du quasi die Flosse so abklappbar hast, sodass die wirklich paddeln können damit. Ja. Dass die quasi, die ist ja quasi, das ist ja keine Flosse, das ist eine Fluke. Die ist ja seitwärts. Mhm. Was immerhin schon mal darauf hindeutet, dass die werten Meerjungfrauen auch Säugetiere sind. Und die finde ich auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite muss man ja sagen, das hier ist eine Figgis-Figur. Das heißt also, man muss auch sehen, dass die Menge an Aufwand, die man da doch begrenzt ist. Ne? Ja. Ähm, Es ist auch bei weitem nicht die einzige Meerjungfrau, die es im Laufe der Jahre gegeben hat in den Figures. Mhm. Es gab noch eine andere, die ich sehr schön fand. Eine weiße müsste die gewesen sein. Die hat so einen fließend wirkenden Umhang drunter und dann hast du einen Magierstab, wie ihn die Fee hier hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich halt eben dieses schuppenartige Muster, mit dem sie bedruckt worden ist, das finde ich ganz hübsch. Mhm. Und das, wie nennt sie das doch gleich hier, Seepferdchenzepter, das sie hat, das ist, Ja, das ist süß. das ist süß, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das gibt es in vielen Meerjungfrauen-Sets. Ja, Aber praktisch alle Sachen, die du in den Figures findest, gibt es in vielen Sets. Das ist ja einfach der Gedanke. Es soll ja einfach nur eine generische kleine Figur sein, die man genau. als Mitbringsel hat. Also insofern, ich finde beide sehr schön für das. Wie gesagt, wir reden ja von der Zeit, wo die Dinger noch 1,50 gekostet haben. Das ist schon lange Äh, her. ja, ja. Und ich entscheide mich dann hinterher trotzdem für die Fee. Close Call. Ich finde die Fee aber trotzdem schöner. Ein kleines bisschen schöner. Also, ich meine, sie hat einen schönen Druck. Sie hat halt eben, das ist ja so Richtung Sonnenfee, Lichtfee geht das ja. Genau, genau. Das hast du ja in vielen feenbasierten Fantasy-Welten, dass du irgendeine Form von Lichtfee oder Sonnenfee hast. Wie heißt die nochmal bei Wings? Kenne Stella, ich glaube nicht. ich, ne? Wie, Weiß du ich gar kennst das nicht. nicht? Sagt Wie, mir du nichts. kennst das nicht? Die 20 Staffeln nie gesehen? Äh, Gibt bei Netflix eine Realverfilmung, die ist ab 16. Hat es aber leider nur noch Ah, 2 Staffeln geschafft, aber die ist richtig gut. Also die hat mir wirklich, mhm. wirklich sehr, sehr gut gefallen. Habe ich noch nie gehört. Ja, ja, das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein, warum sie abgesetzt wurde. Aber es ist ja sehr, sehr typisch. Also bei Feenwelten hast du es ja ganz oft, dass du irgendwie, die entweder nach irgendwelchen Elementen geordnet sind oder dass du halt irgendwelche Grundthemen. Das war bei Ayuma ja auch nicht anders, wo du diese Heilerfeen Genau. hattest und und jetzt auch gleich die Fledermausfeen oder Bad Fairies und sowas alles. Und Ritterfeen und sowas alles, dass die in irgendeiner Form spezialisiert sind. Und das hier ist ja offensichtlich irgendwie Richtung Licht und Sonne und sowas alles. Genau. Oder Richtung Sonnenblume, wenn es halt eben Blütenfeen sein sollen. Und ich finde es eigentlich schöner. Ja, doch im Endeffekt, ich entscheide mich für die Fee. Ich finde ja cool, dass die Fee jetzt mal nicht so gestaltet ist, wie man die oft aus den Figures kennt, dass sie nämlich grün ist, so mit so grünen Pink und dann pinken Flügeln. Das ist so eine Farbkombination, die ich gar nicht mag. Und ich mochte blonde Figuren wirklich immer. Liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass ich blond einfach immer ein bisschen mehr mochte als alle anderen Frisuren oder Haarfarben. Aber in dem Fall finde ich die blaue Meerjungfrau einfach viel, viel besser. Mir gefällt dieser Blauton erstmal, jetzt nicht unbedingt der Blauton der Haare, aber sonst finde ich also die ganze Kostümierung, das ganze Gewand oder wie auch immer man dazu sagt, finde ich ganz cool. Ich finde auch der Grünton passt dazu und ja, Seepferdchen ist süß, finde ich ganz klar als Also ich mag auch Favorit hier in die, dieser die Gegenüberstellung. wenn wir gerade beim Druck sind, vergiss mal nicht die Kette. Vor allen Dingen, weil sie so einen Seestern da dran hat. Also, Genau, das ist das nochmal ein ist. richtig cooles Detail, ne? Passt Mhm. thematisch da komplett gut rein. Also finde ich schon stark gemacht auch. Also komplett von oben bis unten. Okay, die Haare, ja, also vom Hals Mhm. bis zur, bis zur Flosse gefällt mir das ganz gut. Gut, dann gucken wir mal, ob die nächste Gegenüberstellung, die vierte Gegenüberstellung, sich da einreihen kann. Wir haben hier den Bereich der Arbeiter. Und zwar haben wir einmal den Mechaniker mitgebracht und einmal den Minenarbeiter. Jetzt bin ich gespannt, Christian, für wen du in diesem Vergleich bist. Für den Mechaniker. Ja? Weil Minenarbeiter habe ich sogar, die Figur habe ich vorher so gegoogelt, was das überhaupt sein soll. Okay. Weil ich einfach überhaupt nicht auf die Axt klarkomme. Ja, die passt da gar nicht rein, ne? Die Axt, die der hat, ist eine Streitaxt aus der Ritter- und Piratenwelt. Ja. Da müsste eine So, Spitzhacke rein oder so, ne? ja, genau, entweder eine Spitzhacke oder, ich meine, heutige Bergarbeiter
sitze ja normalerweise an den Bedienpulten von ziemlich großen Maschinen, die da den Vortrieb machen. Ja, ja. Aber ja, trotzdem, also der Bergarbeiter braucht die gute alte Zwergenspitzhacke, ist doch vollkommen klar. Ja, Und der Mechaniker hat hier halt eben, also den Mechaniker gucke ich halt an und ich weiß, was es ist. genau. Und das reicht meiner Meinung nach schon klar, um da einen Ausschlag zu geben. Vielleicht ist das ja auch ein gelber Ritterhelm mit LED-Beleuchtung. Man weiß es nicht. Nee, ich finde den Mechaniker auch besser. In der orangenen Farbe hier gefällt mir das ganz, ganz gut. Und finde den Minenarbeiter jetzt auch nicht schlecht. Also wenn der jetzt diese Streitaxt da nicht hätte, dann würde das sogar noch ein bisschen mehr Sinn machen. Aber so an sich finde ich das schon eine coole Figur. Aber der Mechaniker ist ein bisschen cooler. Ist auch eine Gegenüberstellung, die ich eher jetzt nicht so favorisieren würde. Mhm. So, dann gucken wir mal weiter. Was hast du denn als nächstes genommen? Ah, okay. Nächste Gegenüberstellung ist also die Friseuse und die Joggerin. Ja, das ist eine Frau mit iPod, steht einfach nur in der Beschreibung. Also für mich sieht sie aus, Und als ob sie da gerade zum Joggen rausgehen würde, aber gut, das ist. ja, gut, vielleicht mit Minirock ein bisschen schwierig, ne? Aber Okay, stimmt, sieht gut. schon sehr freizeitig aus, ja. Ja, Aber ich okay, glaube, gut. Fairpoint. Das Gerät, was sie da in der Hand hält, soll ein iPod sein. Mhm. Wobei das sieht ein bisschen nach Tennis aus. Könnte auch eine Tenniskostümierung sein. Also viele in meinem Tennisverein sehen dann auch so aus. Zur Tennisspielerin kommen wir in einer späteren Gegenüberstellung dann nochmal. Und Mhm. hier ist es eine Gegenüberstellung, ja, die finde ich ganz okay, aber die holt mich jetzt nicht aus dem Hocker, aus dem Sitz. Ich gehe hier mal auf die Frau mit iPod. Gehst du da mit oder sagst du, nee, die Hairstylistin ist viel cooler? Ich überlege gerade. Zwei Dinge. Ja, in dem Zusammenhang, das zwei unterschiedliche Dinge. Denn das eine ist halt, was finde ich ästhetisch schöner, muss ich Mhm. sagen, ist die Frau mit dem iPod. Aber Ja, auf der anderen Seite, ich gucke die Figur an, was hat mehr Spielpotenzial, wo weiß ich sofort, was es ist und wo ich es hinpacke. ja, klar. Und was sehe ich im Alltag und dergleichen mehr und denke mir, ja, genau so sieht's aus. Mhm. Und dann ist die Friseuse, ehrlich gesagt, besser getroffen. Also, Finde ich auch gut, ja. ja, und deswegen gehe ich jetzt hier mal wirklich auf die Friseuse. Ja. Die gefällt mir. Ich meine, es ist halt eben quasi im Endeffekt Handwerk bei der Arbeit. Ja? Mhm. Und entsprechend sieht sie aus. Ja, und das ist vollkommen okay. Und die Teile, die dabei sind, also hier der Föhn, der bei mir wahrscheinlich ein Blaster in einem Science-Fiction-Universum gewesen wäre, wenn ich das Kind gekriegt hätte. Und und die Schere und so weiter sind ja Sachen, die man auch sehr vielfältig verwenden kann, während man einen iPod ehrlich gesagt auch wirklich nur als iPod verwenden kann eigentlich. Ja, Ähm, der ist gar also nicht funktional. ja, da muss ich sagen, insgesamt so vom Spielwert her und alles, das denke ich, das ist hier die Friseuse tatsächlich besser und deswegen nehme ich die jetzt mal. Ja, ich mag halt die Farbtöne der Frau mit iPod. Also es sind absolut meine Farben und deswegen finde ich das cooler. Natürlich ist das überhaupt nicht funktional und natürlich macht das Set sonst gar nicht viel mit mir, wobei die Gegenüberstellung auch einfach nicht viel mit mir macht. Also so ein bisschen aus Mangel an Konkurrenz würde ich auf die rechte Dame hier gehen. Genau. Was ein bisschen mehr mit uns machen könnte, vielleicht auch mit dir, Christian, das Uiuiui. ist die Gegenüberstellung Nummer 6. Und zwar haben wir da den Ninja-Kämpfer dabei und einmal, also den blauen Ninja-Kämpfer, so steht es in der Beschreibung. Und natürlich farblich passend dazu den blauen Ritter. Wie ist deine Tendenz? Das ist aus ganz verschiedenen Gründen ziemlich schwierig. Ja. Beide Figuren sind cool, in beide ist definitiv viel Design und viel Überlegung geflossen. Mhm. Ähm, und beide haben trotzdem ihre Probleme. Also zumindest für, Ja. für mich, wenn ich da reingucke. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur vom Coolness-Faktor gehen würde, sagen wir, ich bin ein kleiner Junge und sehen wir es, wie es ist. Diese Dinger zielen hauptsächlich auf Jungs. Ähm, und will irgendeinen coolen Fighting-Action-Hero haben, dann ist wahrscheinlich der Ninja besser. Ja. Jetzt gucke ich hier mal als der erwachsene Sammler drauf. Und da sind so viele Sachen bei beiden, die einerseits schön sind, die Mhm. andererseits bei näherer Betrachtung nicht so wirklich zusammenpassen. Da bin ich gleich gespannt. Ja, warum sollte denn ein Ninja mit zwei Katanas? Also ich meine, Ninjas sind im Endeffekt Auftragsmörder. Mhm. Der Moment, in dem die in einem echten offenen Zweikampf stehen, da ist bei denen was schiefgelaufen.
Mhm. Die wären eher klassisch sogar mit einem Kurzschwert unterwegs, wenn überhaupt. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, es leben die Turtles. Also, ja. Ähm, Genau. ähm, ja, das Bild davon, was Ninja sein soll. Ich habe Ninja lange Zeit mit Samurai verwechselt und für das Gleiche gehalten, bis ich mal irgendwann Mhm. angefangen habe, tatsächlich mal da reinzulesen, was zur Hölle das eigentlich alles bedeutet. Mhm. Also, wie gesagt, interne Kohärenz ist das eine und Coolness-Faktor ist das andere. Und offensichtlich bezieht der sich ja eher auf Darstellungen in Anime und ähnlichen Serien. Und dann muss ich sagen, schon cool, passt schon. Und ich kann im Endeffekt diese Hochspringen-Szene mit zwei Schwertern, die dann quasi in Slow-Mo dargestellt wird und so weiter, die offensichtlich dieses Ding inspirierte, die sehe ich ja vor mir. Ja, Die kannst du fühlen. ja, ja, Ja. genau. So viel Anime habe selbst ich gesehen, dass ich diese Szene sehe. Ja, und ich bin wirklich kein großer Anime-Fan. So, jetzt Ich gucken auch wir uns nicht. diesen schwer gerüsteten Ritter an und mir ist das Problem, für mich fassen da schon wieder viele Details der Ausrüstung überhaupt nicht zusammen. Das hatten wir immer Mhm. wieder, das heißt, also das habe ich auch schon mehrmals gesagt, dass im Endeffekt diese Ritterwelten sind sehr oft wild zusammengewürfelt aus mehreren Jahrhunderten Sachen zusammen in eine Figur gepackt. Mhm. Muss nicht unbedingt schlecht sein, in dem Fall ist es sogar gar nicht mal so schlimm. Also wir haben beispielsweise so einen Top-Film, wie man ihn so im 14. Jahrhundert wahrscheinlich gehabt hätte. Das Schild ist ein bisschen später, die Heraldik funktioniert wieder, Mhm. das Schwert ist eigentlich, ja, die sind da normalerweise schon ein bisschen größer, aber es funktioniert. Ja, also auch die Art und Weise, wie hier die Rüstung gemacht ist, okay, so als Prunkrüstung. Ähm, Das wäre eher so was zum Zeigen, zum Herzeigen. Ist ja auch, aber auch so viele Rüstungen, die wir heute sehen, die wir in Museen sehen oder sowas, das sind ja Schaustücke. Das ist der Mhm. Grund, warum es sie überhaupt noch gibt. Ansonsten wären sie lange eingeschmolzen worden, da wären sie halt eben sind sie einfach kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, Heraldik funktioniert sogar sehr gut. Das ist ein sogenannter gevierter Schild von Blau und Silber mit einem Drachen als heraldischer Figur. Es, äh, äh, es funktioniert einigermaßen. Es funktioniert sogar für die Zeit ziemlich gut. Die Mhm. Schildform ist ein bisschen schwer, aber wie gesagt, das ist alles Nitpicking, weil die Figur insgesamt schön ist und dazu passt, wie Playmobil Ritter üblicherweise darstellt, denn Playmobil orientiert sich bei Rittern fast immer sehr stark am Spätmittelalter. Mhm. Ähm, und hier, wie gesagt, mal gefällt mir vieles an dem Ding. Ich finde es ganz schön, dass er dann nochmal den schwarzen Drachen auf Silber so als eine Art Herzwappen nochmal auf der Brust hat. Ja, sieht Ähm, cool aus, ja. Das kann man alles machen, das funktioniert alles, das ist in sich nicht inkonsistent. Also im Endeffekt kann ich hier eine Münze werfen. Okay. Beide haben ihre Schwierigkeiten, beide sind Mhm. cool, beide beziehen sich halt eben ja nicht auf die Realität, sondern halt eben auf die Darstellung in bestimmten Kontexten. Ja. Und beide machen diesen Job eigentlich praktisch gleich gut für unterschiedliche Kulturkreise. Mhm. Ich nehme jetzt mal einfach mal den Ritter, aber wie gesagt, eigentlich haben die Designer für beide Figuren ihr Assignment verstanden und abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja. Bei mir sieht es so aus, dass ich nur eine Figur favorisieren kann, weil die andere für mich, also die andere Figur ist für mich einfach gar keine Option. Ich entscheide mich hier für den Ninja, weil ich finde den Ritter, also ich gucke da wirklich ganz, ganz einfach drauf. Ich gehe einfach bei jeder Figur nur nach Coolness-Faktor. Also das ist ja auch, wie gesagt, komplett subjektiv und ich finde den Ritter wirklich furchtbar. Mir gefällt diese Farbzusammenstellung gar nicht. Also ich kann mit dem Blauton, obwohl ich Blau liebe, nichts anfangen. Mit dieser ganzen Kombination, dieses Schwarz-Weiß-Blau, finde ich einfach nur schlimm. Gefällt mir gar nicht und deswegen ist der Ninja-Kämpfer am Ende meine favorisierte Figur in dieser Gegenüberstellung, den ich so ganz cool finde, aber so die Details da am Oberkörper, dieser andere Blauton, dieser Türkiston, der da nochmal drauf ist, ich weiß nicht, ob der hätte sein müssen, also der gefällt mir zum Beispiel gar nicht, deswegen finde ich das vom Coolness-Faktor her wieder ein bisschen schlechter. Aber ja, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall die Figur, mit der ich hier gehe, obwohl ich mit der Gegenüberstellung jetzt nicht so richtig viel anfangen kann. Schauen wir mal die nächste. Das ist, die. Also für die Zuhörer, die nächste Gegenüberstellung sind die Geigenspielerin und die Tennisspielerin. Genau. Und ja, da muss ich leider sagen, ich habe so eine große Schwäche für diese Frauenfiguren in diesen Abendkleidern.
Ja, dass das leider damit schon entschieden ist und dazu kommt dazu. Ich finde es immer sehr schön, wenn Musikinstrumente dabei sind. absolut. Musikinstrumente kannst du so unglaublich vielfältig verwenden. Du brauchst die für praktisch jede Welt, die du darstellen möchtest. Geige ist ein Musikinstrument, das im Prinzip seit dem Spätmittelalter, glaube ich, überall verwendet, eigentlich überall in Europa verwendet wird. Mhm. Ähm, es, und ich finde die Playmobil-Geige auch insgesamt sehr schön. Die ist traumhaft. Das heißt also, hier gefällt mir wirklich alles an der Figur und deswegen nehme ich die. Meine Musikinstrumente heißen Tennisschläger. Und da ich Tennis wirklich über alles liebe, gehe ich sofort mit der Tennisspielerin, obwohl mir die nur so mittelgut gefällt. Ich finde, Schweißbänder wären ja noch ganz cool gewesen, die es ja dann später auch gab. Also die würden das Set so ein bisschen abrunden. Ich glaube, der Rock oder das Kleid, das ist ein Tenniskleid, hätte ruhig ein bisschen länger sein können. So ein kleines Stück länger wäre ein bisschen cooler. Und dann natürlich, weil ich halt eine Schwäche dafür habe, hätte das, das passt hier gar nicht in die Figures-Reihe rein, aber hätte das ruhig eine blonde Figur sein können, weil ich glaube, eine blonde Figur mit diesem gelben Kleid, mit gelben Schweißbändern, wäre eine absolute Traumfigur. Also vielleicht schafft Playmobil das in der Figures-Serie 29 oder 30, das mal zu machen. Und dann ist das ein perfektes Set. Ich mag, wie gesagt, diese Darstellung des Kleides ist halt nur zu kurz, aber sonst gefällt mir das sehr gut. Die Violinistin, die ist auch ganz cool, finde ich. Aber wie gesagt, Tennis macht halt ein bisschen mehr mit mir. Und deswegen entscheide ich mich da für die Tennisspielerin. Ich habe hier übrigens in meinem Sortiersystem tatsächlich solche Sachen wie Tennisschläger und Geigen sogar im selben oder auch Spielkarten sogar Mhm. in derselben Schublade. Ja, Einfach cool. deswegen, weil da alles reinkommt, womit man spielen kann. Genau. Wir kommen zur achten Gegenüberstellung. Eine Gegenüberstellung, die aus Figuren besteht, die in meinen Gegenüberstellungen so ein bisschen übrig geblieben sind. Natürlich hätte man hier jetzt irgendwie thematisch nochmal ein bisschen anders rangehen können und die jeweiligen Figuren mit anderen Figuren paaren können, aber ich habe hier mal die, jetzt muss ich kurz überlegen, wie die Figur offiziell heißt, aber ich guck mal ganz kurz. Hm, wo habe ich die? Ich habe die gar nicht. Ah, hier. Also sagen wir, wie es ist, die eine Figur ist der Green Goblin. Also, Genau. Ja, auf jeden Fall. Die Braut. Hier steht Braut. Okay, ich dachte, es wäre noch ein bisschen komplizierter, aber es ist die das soll eine Braut Braut und es, sein. das soll eine Braut sein, steht hier. Okay, okay, das sagt er den Blumenstrauß, sonst ist es für mich einfach eine Prinzessin. Ich hätte auch Aber, Prinzessin gesagt. oder Königin Ich sogar glaube, eher. warum Äh, habe ich Braut? Warte mal ganz kurz. Haben wir kurz Zeit, ja, ne? ja, Ich will klar. das hier nicht falsch sagen. Ich korrigiere das, glaube ich, ganz kurz. Ich gehe mal hier in die Artikel rein. Wo sind die denn, die fünf? Ich glaube, es ist keine Braut. Was bist du? Bride in Green Dress. Also doch, Eine das ist Braut eine in Braut. Grün. Das ist. Also, ich meine, immerhin haben wir dann Grün als Vergleichspunkt zwischen beiden Figuren. Das war meine Basis. Das ist die Ja. Basis, auf die ich diesen Vergleich hier aufgebaut habe. Okay, dann kann dieser grüne Goblin da doch mal seine Laserkanone oder seinen Evaporator da verwenden, um diese grausige Braut wegzubauen. Ballern. Weil, Upsi. ehrlich gesagt, ich finde die ästhetisch scheußlich von der Finde ich Farbzusammenlegung her. auch. Ja, Ähm, finde ich auch ganz furchtbar. nicht, dass ich die Teile schlecht finden würde oder dass ich das Thema schlecht finden würde. Ganz im Gegenteil, es ist hier wirklich reine Farbgeschichte. Ja, absolut. Denn ich meine, natürlich gibt es das Brautthema ständig, es gibt das Prinzessinnen-Thema ständig, weil Ja, es halt auch ständig nachgefragt wird. Es ist halt ein Riesenthema. genau. Ähm, und ich meine, irgendwelche Superhero-Villains, generell, soweit ich weiß, ist Deutschland ein sehr schwieriger Markt für alles, was mit Superhelden zu tun hat. Gewesen, sehr Mhm. lange Zeit zumindest. Da bin ich sehr Ähm, stolz drauf. und ich meine, man sieht ja auch, dass das Playmobil hat ja jetzt das mal probiert, quasi mit Superhelden in diesem Katalog jetzt mal was zu machen. Mhm. Aber das ist dann halt eben auch nachvollziehbar, dass sie solche Themen dann halt eben mal bei Figures reinhauen, mal bei Special Plus reinhauen, wo man einfach mal so Mhm. ein bisschen das Wasser testet, mal guckt ob es funktioniert. Genau. Ist ja offensichtlich eine der Funktionen solcher Reihen. Das ist ja auch vollkommen richtig und gut so. Und ich finde die schon cool. Also, ich finde diesen Green Goblin schon okay. Ich finde den Ähm, auch cool.
Ich meine, sie haben halt eben gerade eben so eben nicht noch so ein Surfbrett gegeben, damit sie kein Copyright-Infringement begehen, so an der Stelle. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ähm, aber doch, also zwischen den beiden Figuren, dass so, wie man das Thema Grün gemacht hat, es muss alles grün sein. Ähm, also die grünere Figur ist ja eindeutig der Green Goblin. Ja, ja. Und ich verstehe auch immer nicht, also ich weiß nicht, wer sich da bei Playmobil denkt, hey, lass mal hier diese Sets machen, in der die Figuren alle diesen scheußlichsten Grünton haben, den wir überhaupt nur verwenden können. Und dann kombinieren wir die ganze Sache noch mit Pink. Hey, lass das mal machen, das ist doch eine gute Idee. Das ist so oft bei den Figures, dass wir irgendwelche Feen haben, irgendwelche Prinzessinnen, die diese Farbkombination tragen. Ich würde da am liebsten über diesen Playmobil-Grünton irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, weil ich den so scheußlich finde. Aber diese Kombination von diesem Grünton, der ja irgendwie, jetzt weiß ich nicht, also der ist ja noch okay eigentlich. Also gibt es ja auch Autos, die die Farbe haben und die sehen ganz cool aus. Aber wie Dann mit kannst du Pink. diesen Grünton mit Pink kombinieren? Mit Pink, ja. Ja, Vor allem, wirklich. dass die Figures natürlich auch verwendet werden, damit man Sachen, die man einfach, wo man eine Überproduktion hatte, dass man die irgendwie vernünftig Ja, los wird. Das ist ja auch klar und das ist ja auch, wie gesagt, vollkommen okay. Vor allem, wenn man das dann halt eben sinnvoll macht. So ein einfaches, schönes Beispiel dafür ist, in der aktuellen Figures-Reihe ist so eine Steampunk-Frau drin und mhm. die hat schlicht das Gewehr von Doc Brown aus dem Genau. Adventskalender. Da haben die einfach, natürlich, ich meine, dieses Ding kannst du für nichts anderes verwenden als für genau dieses Franchise. Das Franchise Mhm. ist weg, sie haben wahrscheinlich halt eben diese Spezialteile noch ein paar 10.000 Stück irgendwo rumliegen gehabt. Ich habe auch nur 10 Hm. davon gekauft. Das heißt also, was machst du damit? Und da muss ich Ja, sagen, dann ist die Idee, hey, Steampunk. Genau die genau. richtige für so ein Teil. Ne? Und dann haben sie halt eben so eine Figur mit einer Zahnradgürtelschnalle und halt Frau mit Zylinder und sowas. Also, geil. Ich habe sie leider Ja, noch nicht. Ich hoffe, ich krieg sie noch. ja. Aber manchmal ist es wahrscheinlich auch so, dass sie ganz doof gesagt einfach bestimmte Farben halt günstig eingekauft da haben und dass die halt eben auch ablaufen. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also es wäre für mich auch die einzige Erklärung. Aber jetzt mal unabhängig davon, das ist ja auch vollkommen legitim. Weißt du, warum die britischen Rotröcke rote Röcke haben? Sag mal. Aus genau dem gleichen Grunde. Es Okay. ist schlicht und ergreifend so gewesen, dass als sie eine neue Uniform eingeführt haben im 18. Jahrhundert, Rot gerade das billigste war. Mhm. Und wenn du auf einmal halt eben ein paar 10.000 Leute ausrüsten musst, dann werden auch sehr kleine Unterschiede beim Preis plötzlich ziemlich relevant. Ja, Und klar. dass sowas halt eben auch bei solchen Massenproduktionen selbstverständlich eine ganz erhebliche Rolle spielt, ist ja vollkommen logisch. Ja, Gehen wir mal weiter. genau. Kommen wir einmal zur neunten Gegenüberstellung. Die kann ich dir schon sagen. Ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt, um dir das zu sagen, weil diese Figures Serie 5 ist wirklich so eine Figures-Reihe, die ich wirklich gar nicht mag. Also mir gefallen sehr, sehr viele Produkte davon einfach nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber natürlich müssen wir diese Produkte trotzdem besprechen und es gibt ja wirklich auch ein paar Highlights. So, jetzt die nächste Gegenüberstellung ist ja der Wikinger mit der Bogenschützin. Genau. Und ich sehe schon, warum du das gemacht hast, denn wir haben in Ja, beiden das exakt gleiche Farbkonzept. genau. Wir haben in beiden so ein helles Braun. Beim Wikinger ist noch ein anderer Braunton dabei. Ein Mhm. dunkles Braun in anderen Teilen. Man hat mehrere verschiedene Grüntöne und einen Ton, dem diese Handschuhe von der Bogenschützin sind, von dem ich dich. Und der Gürtel von dem Wikinger, bei dem mir ehrlich gesagt die Worte zur Beschreibung fehlen, was das für eine Farbe sein soll. Ganz Mhm. neutral. Ich weiß einfach nicht, wie ich es nennen soll. Ist das ein Äh, Türkis Wenn das ein Türkis ist es darf aber auch irgendwie. oder ein helles Ich weiß nicht, Petrol? Ich weiß nicht. das ist irgendwas, wo man eigentlich nur so einen Farbcode angeben kann. Ja? Also das meine ich, Genau. wie gesagt, ganz neutral. Ne? Damit will ich gar nichts gegen die Farbe als solches sagen. Ja, Jetzt haben wir hier so viele verschiedene Dinge, die man dazu sagen kann. Einerseits, ich meine, ich mag an diesen Wikingerhelmen, dass sie die Hörner von den alten Kühen haben. Von den mhm. Kühen aus den 70er und 80er. Man kann tatsächlich die alten Kühe damit reparieren, dass man diesem Horn da diesen Wikingerhelm die Hörner absägt und die mit entsprechenden Klebefiguren an die alten Kühe ranhängt, denn die verlieren ja ständig Mhm. ihre Hörner, die sind ja ständig gebrochen. Mhm. Sie könnten gerne mal irgendwas machen, dass man die Longhorns wieder reparieren kann. Das wäre sehr schön. Ja, das wär sensationell. Oder halt eben einfach mal irgendwie, keine Ahnung, eine Packung mit 100 Longhorns oder sowas rausgeben. Das fände ich gut. Genau. Ähm,
Und ja, also wie gesagt, die Farbwahl ist teilweise hier gerade bei dem Wikinger sehr komisch, dass so eine Waldläufer-Bogenschützin, die im Prinzip ein weiblicher Aragorn ja sein soll, dass die so einen grünlichen Ton hat und alles dergleichen mehr, um halt eben in die üblichen generischen mitteleuropäischen Fantasy-Wälder zu passen. Und dann Mhm. halt eben die Teile, die bodennah sind, in so einem erdfarbenen Braun sind, und deswegen halt eben die Stiefel, die ja gleichzeitig auch noch Lederstiefel sein sollen. Ja, Macht alles Sinn. Ja, das ist na in klar. sich macht das Sinn. Ich weiß, dass du dieses Konzept nicht besonders magst, aber es ändert ja nichts daran, dass es erstmal in sich Sinn macht. Mhm. Und bei dem Wikinger, ich meine halt eben ich glaube, jeder Vierjährige und Fünfjährige kann dir heutzutage sagen, dass Wikingerhelme keine Hörner hatten. Genau. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Bild in der Fantasy unglaublich verbreitet ist nach wie vor. Und Mhm. das sind ja beides Fantasy-Figuren im Endeffekt. Absolut. Ja, also wer mit einem Metallschuppenpanzer auf Wikingfahrt gegangen ist im 10. Jahrhundert, das will ich sehen. Ähm, und das ändert ja nichts. Ich meine, Mhm. das sind ja einfach so verschiedene allgemeine Elemente. Du hast halt eben, beispielsweise finde ich den Schild ziemlich schön, diesen Rundschild und diesen Mhm. Buckler in der Mitte und mit diesem Seedrachen-Symbol. Ich habe mir überlegt, ob das die Ja. Midgard-Schlange sein soll, aber nein, das ist definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht sein soll. Die wird ja normalerweise sich selbst den Schwanz beißend dargestellt, auch wenn es eine ganze Reihe an Mythen gibt, wo sie das nicht tut. Ich meine, in einem wird die ja von Thor geangelt. Es ist teilweise sehr spannend. Aber die Optik, die dahinter steckt, es ist ja nun mal die von aktuellen Fantasy-Filmen oder von sowas wie halt eben dem Marvel-Tor und sowas allem. Genau. Ähm, Jetzt mal ab von den seltsam reingemischten Farben dabei, sind beide Figuren eigentlich für das, was sie sein sollen, das liefern sie halt eben wieder ab. Ja? Mhm. Ähm, Ich entscheide mich hier jetzt am Ende aber trotzdem für die Bogenschützen, weil ich das einfach lieber habe als diese Romantisierung von Wikingern, die im Endeffekt Rauber, Mörderer, Vergewaltiger und Plünderer Bestialisch waren. unterwegs waren, genau. Das ist Ja. ich meine, ich finde das tatsächlich in Vikings ziemlich gut dargestellt. Mhm. Das ist ja beispielsweise der Überfall auf Linz-Fahren und sowas alles, wie die da wirklich vorgegangen sind. Es ist eigentlich sogar noch ein bisschen downgetoned in Vikings. Aber es ändert ja nichts daran. Ich meine, das 9. Jahrhundert ist eine sehr, sehr dunkle Zeit. Und vieles von dieser Romantisierung basiert ja auf sehr, sehr unappetitlichen Dingen aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, Daher, ich mag dieses Wikingerbild einfach nicht so besonders. Und Ja. deswegen gehe ich da dann lieber auf Aragonna. Da, die weibliche, diese. Ja, ich meine, Ja. was soll das sein? Hätte sie jetzt ein Civitar oder sowas, hätte ich jetzt gesagt Arwen. Aber und zwar die Arwen aus dem Film, nicht die aus dem Buch, deren einzige Funktion ist, am Ende zu kommen und sich heiraten zu lassen. Ähm, Das ist ja auch eine Funktion. Nee, ja, ich ja. gehe hier bei der Gegenüberstellung, wie gesagt, komplett nach Coolness wieder. Ich mag halt diese Farbunstimmigkeiten nicht. Also, ich weiß nicht, aber die Farbe ist auf jeden Fall von meiner Lieblingsfranchise, von meiner Lieblings-NBA-Franchise, die Farbe, und zwar von den Charlotte Hornets. Die Farbe heißt im Englischen halt Teal. Also, ich weiß nicht, ob das die direkte Übersetzung ist von Türkis, aber es ist auf jeden Fall so ein Blaugrün. Und diese Teal-Farbe ist eigentlich somit meine Lieblingsfarbe. Und Okay. deswegen finde ich das schon mal gut, aber ich kann das jetzt in der Kombination mit dem normalen Grünton einfach gar nicht sehen. Also ich finde das einfach furchtbar. Also entscheide dich doch entweder für diesen Grünton der Kleidung oder für den Tealton der Handschuhe bei der Bogenschützin, und ich finde die Kombination einfach schrecklich. Und bei den Wikinger ist es ähnlich. Also ich weiß nicht, da ist es nicht ganz so schlimm, aber ähm, auf dem Schild ist das ja ein anderer Grünton als bei diesem Gürtel da. Also so eine Sachen sind die einzigen Sachen, die mich stören. Ob da irgendwie Hörner am Helm sind oder nicht, das bewerte ich gar nicht. Deswegen interessiert mich das echt nicht, ob das irgendwie historisch nicht korrekt ist. Also da gehe ich gar nicht so tief rein, denn sollte man vielleicht manchmal machen, aber du hast ja auch gesagt, das stört dich hier gar nicht, weil es ja einfach auch so dargestellt wurde zuhauf, und deswegen ist ja dieses Bild erst entstanden. Aber ich gehe auch gehe ich mit der Bogenschützin? Ne, ich gehe mal mit dem Wikinger, obwohl ich es beides auch echt gar nicht gut finde. Was direkt auch auf die nächste Gegenüberstellung zutrifft, auf die 10. Gegenüberstellung. Da haben wir den
Polizistin, ich glaube den SWAT-Polizisten dabei und ich glaube, es ist eine Magd. Ja, jedenfalls ist es eine weibliche, sehr, sehr pinke Figur, Ja, die genau. offensichtlich in die Ritterwelt gehört oder auf dem Mittelaltermarkt oder sowas. Stimmt, genau. Dann könnte sie ja genauso Ja, gut hinkommen. Zu den SWAT-Sachen dazu habe ich ja sogar ein eigenes Video mal gemacht. Ähm, Weißt du was, das das habe ich noch total nicht komisch gesehen. wirkt für jemanden, der so ein kleines bisschen sich mal mit solchen Sachen beschäftigt hat bei diesen Dingern. Hm. Das Gewehr, das der hat. Ja, Das Gewehr ist eine LS8. Ziemlich deutlich. Das heißt, es ist die zivile Version des G36, das beispielsweise die Bundeswehr sehr lange verwendet hat. hm. Das Plastikgewehr. Und das auch die richtigen SEKs verwenden. Hm. Der läuft da mit einem Jagdgewehr rum. Das ist irgendwie komisch. Okay, Das wirkt einfach komisch, ja. Das ist ein okay, Zivil, okay. Ich das dachte, das ist wäre ein Maschinengewehr. nee, ein richtiges Maschinengewehr ist deutlich größer. Man Okay. verwechselt gerne Maschinenpistolen mit Maschinengewehren, aber das ist eine andere Geschichte. Genauso wie man Hm. Sturmgewehr, das sehr gerne Maschinenpistolen und so weiter und so weiter. Ähm, und also ansonsten, Figur finde ich gut. Ja, Hm. funktioniert, die ist sehr generisch, die ist nicht, die eigentliche SEK-Reihe, die ist schon ziemlich klar am bayerischen SEK orientiert. Habe ich Hm. mal ein bisschen recherchiert. Was ja auch Sinn macht, weil Playmobil einfach in Bayern Genau. sitzt. Ja. Die hier ist eigentlich von allem, womit man es deutlicher und klarer identifizieren könnte, einfach so gestrippt und quasi sehr viel generischer gemacht. Beide Figuren sind sehr, sehr generisch, was aber auch okay ist. Ja, gefällt mir total. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist jedem Kind egal. Das hat er nie von gehört und muss es auch nicht. Wir kommen da ja eher in die grundlegende Problematik, soll Playmobil moderne Quasi-Soldaten darstellen? Hm. Ähm, Kann man jetzt lang und breit drüber diskutieren. Ich muss sagen, mir gefällt die generische Mittelalterfigur tatsächlich besser. Ja, Und ich gehe jetzt mal mit der. genau. Ich habe auch gar nicht lange drüber nachgedacht, weil ich finde, all diese Polizeieinsatzkommandos sind mir farblich auch einfach zu schwach. Also du hast immer diese drei verschiedenen Grautöne dabei, meistens diesen hellen Grauton, diesen mittleren Grauton und dann so einen Grauton, der so ins Schwarze geht oder manchmal ist es sogar schwarz. Diese Aufschrift Police ist mir zu billig, das ist mir zu schlecht gemacht. Ich finde, die Figur ist ganz, ganz schrecklich und die, ja, Mittelalterfigur, die Magd, die finde ich okay. Also die will ich dann Ja, eher sie ist nehmen. solide. Sie ist einfach solide. Genau, Sie liefert halt, sie macht genau das, was sie sein soll. genau, genau. Die macht nichts Schlimmes. Die ist okay, genau. Mit der kann man dann irgendwo, weiß ich Ja, nicht, auf und irgendeinen genau wie Markt du gehen sagst, oder dieser so. Police-Schriftzug ist einfach. Ich finde es furchtbar, wirklich. Ja, das Ich finde es ganz, ist. ganz schrecklich und das weiß ich nicht. Ich finde, das geht gar nicht. Und Vor allen teilweise Dingen, gab es ja noch neuere Sets, die so aussahen und ich denke mir so, was soll das? Mach die schwarz in einer coolen Farbgestaltung, dann ist das okay, aber nicht so einen hässlichen Grauton da. ja, vor allem der Schriftzug geht ja auch über Sachen drüber. Es soll eine schusssichere Genau, Weste sein, die er da drauf hat und dann halt eben dann drüber noch ein bedruckter Stoff anscheinend. genau. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das wird irgendwie komisch. Also, Ja, dann doch lieber das klassische Burgfräulein beziehungsweise die Mittelaltermarktbesucherin. würde ich auch sagen. Die passt einfach. Ne? Der passt alles. Genau, das Ist jetzt finde ich auch. nichts extraordinär Tolles, aber das muss es auch gar nicht sein. Ja. Christian, jetzt habe ich hier die ganze Zeit rumgeheult und mich über die Figuren so ein bisschen auch beschwert schon. Und jetzt haben wir aber noch 4 Figuren mitgebracht, bei denen ich sagen würde, ich finde die richtig, richtig geil. Und dafür lohnt sich diese Folge hier zu machen. Wir haben den Vergleich Nummer 11. Da haben wir einmal die Südamerikanerin und einmal die amerikanische Ureinwohnerin. Eine Südamerikanerin soll das sein. Südamerikanerin steht bei mir, genau. Ja, ich hätte das einfach spontan für einen indischen Sari gehalten. Okay, ich kann aber nochmal, wie gesagt, reingucken. Nee, das wird schon so sein, denn wir haben kein nichts anderes, keine andere weibliche Figur, die spezifisch das sein könnte. Mhm. Und ich weiß allerdings gar nicht, wo Sachen auf dem Kopf zu tragen in Südamerika verbreitet ist. Das kenne ich eigentlich nur aus Ostafrika und das ist teilweise wirklich ziemlich cool, wenn du da unterwegs bist und viele Leute da haben das tatsächlich. Das musst du ja quasi von Kind ab lernen, weil sich bestimmte Muskeln nur dann bilden, wenn du das wirklich von Mhm. Kind ab Sachen auf den Kopf getragen hast. Ja, ja, Und du kannst dann aber tatsächlich mehr tragen, als auf dem Kopf tragen, als du so tragen könntest. Es ist tatsächlich effizienter und das ist so ja. völlig cool, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die das gelernt haben.
glaube ich auch. Ich habe irgendwo noch ein Bild von einer Bekannten von mir, da waren wir irgendwo unterwegs ja, ist ja jetzt egal wo. Jedenfalls, die hat zwischendurch ihr Getränk auf den Kopf abgestellt. Steht die Mhm. da und redet ganz normal mit dir und hat dann halt eben kurz auf dem Kopf eine Colaflasche stehen. Ja, Was für die einfach vollkommen normal ist und wenn du so aus Mitteleuropa kommst, sieht das einfach völlig irre aus. genau. Ähm, Aber es muss ja einen Grund geben. Also es muss ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja auch ein bisschen funktionaler oder ein bisschen effektiver sein, sonst würdest du es ja auf den Händen tragen. Ne? Also von daher genau. kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, genau. Es ist eigentlich total schade, dass wir das hier nicht machen und das hier nicht lernen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ähm, so, gucken wir uns das also mal an. Okay, also es soll Südamerika sein. Genau. Okay, das ist spannend. Wie gesagt, ich hätte es überhaupt nicht nach Südamerika gepackt. Auch von Ja. den Farbkombinationen her und allem, das verbinde ich viel, viel mehr mit Südasien, wie sie aussieht. Der hat ja jetzt Mhm. quasi den Überwurf, den gleichen, der gerne für Tunikas, nicht für Togas, für antike Figuren verwendet wird. Mhm. Hm. Hm. Also ich sag dir gleich schon mal, dass meine Lieblingsgegenüberstellung, und zwar mit Abstand meine Lieblingsgegenüberstellung. Ja, sind wir wahrscheinlich sogar einer Meinung. Okay, das ist cool. Und ich finde es richtig schwer, weil mir beide Figuren mit Abstand auch am besten gefallen und ich finde die auf einem fast ähnlichen Niveau. Also ist auf jeden Fall meine Eins und meine 2. Ich weiß noch nicht in welche Richtung. Boah, die Indianerin ist so gut gemacht, ne? Ich würde sofort mit der Südamerikanerin gehen. Die amerikanische Ureinwohnerin, was ein schöner neutraler Begriff ist, die ist unglaublich toll, weil der Druck ist auch einfach wirklich sehr detailliert. Ungewöhnlich detailliert für eine Figures-Figur, würde ich mal behaupten. Absolut, ja. Die Federn, die sie im Haar hat, sind schön. Bei den mehreren hundert alleine nordamerikanischen Stämmen und mehreren großen Hm. Kulturarealen, die es gibt, finde ich es immer sehr schwierig, die irgendwo hin zu orientieren, weil man fast immer daneben liegen würde. Ähm, wenn man da nicht wirklich Ahnung von hat. Ich finde es schön, dass sie nochmal diese Puppe dabei hat. Die kennt man ja seit den Ja, 80er Jahren. die ist ein Traum. Oh. Und die ist wirklich einfach wunderschön. Aber Ja, ich gehe hier auch mit der Südamerikanerin, schon alleine deswegen, weil es so ein exotisches, ungewöhnliches Thema ist für Playmobil. ja, genau. Und die hat ebenfalls einen komplexen Druck, einen schönen Druck. Und unter dem Überwurf geht er ja weiter, den sieht man ja gar nicht so genau, wie der eigentlich Hm. aussieht. Ähm, Die ist richtig schön gemacht, das ist was Ungewöhnliches, dass man hier diesen Korb hat, der auf dem Kopf getragen werden kann, ist in sich schon ein cooles Teil. Einfach nur, dass man das Teil überhaupt hat, das lohnt sich schon, meiner Meinung nach. Hm. Und ja, ich gehe auch auf die Südamerikanerin. Okay, ich bin hier peinlich kleinlich unterwegs und würde, glaube ich habe jetzt eine Minute lang raufgeguckt oder so. Und ich glaube, ich gehe auf die amerikanische Ureinwohnerin, weil mich das Grün, wie gesagt, so simpel bin ich gestrickt, das Grün der Südamerikanerin zu sehr stört, dass ich es besser finden würde als die Kleidung der amerikanischen Ureinwohnerin. Und ich finde oben auch, also alles, was da oben passiert, diese Mischung aus Gelb, Rot und Blau, die ist so traumhaft schön. Also schon alleine deswegen würde ich mich für die Figur entscheiden auf der rechten Seite. Ich finde es aber wirklich sehr eng. Natürlich kann man absolut so argumentieren, wie du sagst, dass es eine Figur ist, die es so ja eigentlich gar nicht gibt. Also die gab es vorher nicht. Die ist komplett besonders. Indianerinnen oder amerikanische Ureinwohnerinnen, die würdest du ja schon eher dann finden und zwar zuhauf, auch gerade in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Und in der Figures Serie 4 gab es ja auch in der Folge 61 dann den Indianerhäuptling, ich sage einfach mal Indianer. Äh, tut mir leid schon mal dafür, aber das sind coole Themen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen mehr für die rechte Figur, die linke Figur natürlich auch traumhaft. Hätte sie diesen Grünton nicht, wäre das irgendwie, weiß ich nicht, ein Gelbton, dann wäre das für mich hier gar keine Überlegung wert. Ich finde auch, hätten die den Grünton so gemacht wie den Gelbton an den Ärmeln, dann wäre das für mich ja eine ganz klare Sache und eine ganz klare Entscheidung für die linke Figur. So. Und dann gehen wir mal zum finalen Vergleich. Und da geht's jetzt in den Weltraum. Oh Es ja, bleiben noch zwei männliche Figuren übrig. Ein Astronaut mit etwas, das entweder ein sehr seltsames Werkzeug ist, oder der ja. Astronaut ist aus Moonraker gedroppt und ist gerade dabei, aus dem Space Shuttle Hm. auszusteigen und aus irgendwelchen Gründen sich mit, aus welchen Gründen auch immer existierenden Laserwaffen mit den Bösewichten ein Gefecht im Weltraum zu liefern, was selbst für James Ja, Bond ein bisschen over the top war damals. Auch wenn man
heute man sich den bösen Plan von dem Typen anhört und sich denkt, oh, Elon, bist du's? Ähm, Genau. Ah, da hast du es her. ja, das ist wirklich absurd, oder? Also, es ist halt wirklich so. Ja, ja. Und auf der anderen Seite haben wir hier, was das wahrscheinlich einen Außerirdischen darstellen soll. Oder einen So ein Roboter oder Androide sein. irgendwas. Ein Androide. Genau. Der von der Farbgebung wiederum aussieht, als wäre aus der ersten Blackthorn-Reihe von Lego. Mhm. Ähm, aus den späten 80ern. Die waren auch schwarz-gelb und, ja Ich gut, glaube, die kenne ich, die Figur. die hatten dann allerdings quasi bei diesem Trans-Ding eher rot. Ähm, Mhm. cool. Ja. Beide sehr cool, beide sehr schön. Weltraum bei Playmobil ja immer wieder mal ein Thema, aber Mhm. nicht konstant. Oft eher ein Nebenthema gewesen. Wir hatten jetzt vor kurzem erst ja für mehrere Jahre den Mars mal tatsächlich mit Mars-Mission. Mhm. Dann diese Mhm. Geo-Mission von einer Weile. Dann, Stimmt. das war sogar davor. Und dann haben wir immer wieder mal den Space Shuttle oder den Moon Rover, die immer wieder mal so als Spezialpackung oder als Promo-Packs oder sowas rauskommen. Und bei den Figures hat man auch öfter mal das Weltraumthema drin, genauso wie bei Special Plus gelegentlich. Mhm. Ähm, Es gab ja vor ein paar Jahren auch mal die Kooperation mit der ESA, bei der es dann zwei Produkte gegeben hat, wenn ich mich nicht entsinne. Nämlich einmal Ja. dieses etwas größere wie der Marspack mit einem großen Mars Rover. 70888 war das, glaube ich. Und dann noch einmal wirklich so ein ESA-Astronaut, wirklich auch mit dem ESA-Logo, der quasi genauso aussah wie der da. Mhm. Also mit einem realistischen Raumanzug und den Robbie, dem Roboter, der ja auf dem YouTube-Kanal von Playmobil auch immer wieder so Auftritt Educational halt. Videos macht. Ja, genau. Ähm, oh, dieses oder jenes, das ist jetzt echt wirklich schwierig. Also der eine ist halt quasi im Endeffekt realistisch aus. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das irgendein komisches Werkzeug sein soll, was der da hat. Ja. Wofür auch immer. Auch bei dem Ein Androiden. Bohrer oder so, ich weiß gar nicht. Ja, beim Androiden ja auch so. Das Ding kann alles und nichts sein, was er da Ja, ja, hat. ja. Das ist, Und das das ist ja ist das gen Spannende auch ein bisschen. genau, das ist genau das. Das ist genauso wie beim Holodeck bei Star Trek. Wie funktioniert es? Genau so, wie der Plot es braucht. Und genau das gleiche gilt halt eben. Ja. Auch für Ja. diese generischen Science-Fiction-Handwerk-Irgendwas-Dinger. Wie gesagt, notfalls, wenn ich einen Blaster brauche, gebe ich denen einen Föhn von der Frisseuse in der Hand. Ähm, aber ja, also, die sind beide toll. Auf ihre Ja. jeweilige Art und Weise. Du kannst halt mit dem Astronauten mehr anfangen, weil du mehr andere Playmobil-Produkte hast, mit denen du den kombinieren kannst. Mhm. Es gab zwar verschiedentlich Außerirdische, es gab ja auch Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er gab es mal so eine Serie, wo du auch so einen großen Explorer-Schiff hattest und sowas alles. So eine Mhm. außerirdische Basis und all diese Dinge. Aber das hat bei Playmobil nie so richtig gezündet. Was ich eigentlich schade finde. Es gibt ja auch mehrere Figures, wo immer wieder verschiedene Außerirdische und Androiden und sowas probiert wurden. Also ich gucke gerade Ja. auf einen, der so einen komischen hellblauen Stab Ja. hat, der steht bei mir im Mhm. Bücherregal. Mit so einem Insektoiden-Gesicht. Und die sind beide cool. Du kannst aber am Ende des Tages mit dem Astronauten mehr anfangen. Der hatte jetzt auch quasi, ich glaube, letztes Jahr, also bei Figures 26 oder 25 müsste das gewesen sein. Oder nee, 26 war es, glaube ich. War ja auch eine Astronautin mit dem gleichen Outfit quasi, also mit Genau. Raumanzug halt. Ja, aber es war halt eben im Endeffekt dasselbe Thema wieder aufgenommen, nur Ja. halt eben mit einer Frau. War zum Glück auch relativ leicht zu ertasten, die habe ich hier dreimal rumstehen. ähm, Deshalb gehe ich jetzt doch mal mit dem Astronauten ab. Weil, reiner Coolness-Faktor, der Android, ja. Aber du kannst halt einfach mit dem Ja. Astronauten mehr anfangen. Deswegen gehe ich jetzt mal Okay, auf den genau. Astronauten. Aber es ist Genau. wirklich beides toll. Ja. Ich mache es hier kurz an der Stelle, weil ich glaube, also ich hätte es am Anfang nicht gedacht, als ich alle Figuren gesehen habe, alle 24 Figuren. Ich habe mir jetzt so im Vorfeld, also in der Vorbereitung auf die Folge, jetzt gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich da nicht schon zu vorgefertigt in meiner Meinung sein wollte. Ähm, aber je öfter ich auf die Figur, auf die rechte Figur gucke, auf den Androiden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass das insgesamt meine dritte Platzierung ist hier bei den ganzen Figuren, die wir haben.
Ich hätte sonst die Tennisspielerin noch auf 3 geschoben. Wenn die blond wäre, wie gesagt, wäre das ein bisschen cooler und Schweißbänder damit dran gepackt. Dann wäre ich da noch ein bisschen größerer Fan, dann wäre das sogar meine Eins. Aber ich mag diese Figur des Androiden. Ich finde sowieso die Figures wie in allen 4 vorherigen Figures-Serien, die wir hier in dem Podcast schon besprochen haben. Ich mag es dann immer, dass so ein bisschen experimentiert wird, dass einfach so Wege gegangen wird, die wir sonst nicht so kennen und dass einfach so ein paar neue Sachen dann entstehen, ein paar neue Figuren, die auf den ersten Blick vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen abgespaced aussehen. Aber in dem Fall hier, also ich bin ein Riesenfan des Androiden. Der Astronaut ist natürlich auch cool. Ich glaube, insgesamt ist das vielleicht meine zweitliebste Gegenüberstellung, Figurengegenüberstellung, die es hier gibt. Aber der Androide, der holt mich wirklich schon so ein bisschen ab. Christian, welche sind deine 3 Lieblingsfiguren? Boah, ich überlege schon die ganze Zeit. Weil es wirklich je nachdem, ob ich den Sammler in mir frage, ob ich den Dioramenbauer in mir frage, Mhm. ob ich den Dekorateur Historiker? frage, der Sachen hier vor seine Bücher stellen will und sowas alles, ist Mhm. es wirklich, kriege ich unterschiedliche Antworten, ja. Ja, Es sind wirklich viele tolle Figuren nach jeweils sehr unterschiedlichen Maßstäben drin. Und mhm. manche wirken aus der einen Sicht absolut cool und aus der anderen unglaublich langweilig und das ist die gleiche Figur, ja. Ja. Ähm, also, ich packe jetzt mal auf Platz eins packe ich den Astronauten. Oh, stark. Space habe ich hier nämlich tatsächlich relativ viel. Mit dem kann ich am meisten anfangen. Ich habe schon diese komplementären Sachen dazu. Und wenn ich sagen würde, willst du eine Figur davon haben, dann wäre der erste, der mir einfiele. Ja. Was aber damit zusammenhängt, dass ich mich gerade erst im Funpark mit Squaws zugedeckt habe. Deswegen, auch wenn ich sie gerade bei der Gegenüberstellung die andere genommen habe, aus denselben Gründen, weil ich kann einfach am meisten damit anfangen, Mhm. kommt die Indianerin auf Platz 2 Ja. und die Geigenspielerin auf Platz 3. Okay, Christian, ich muss auch noch mal ganz kurz korrigieren. In der 11. Gegenüberstellung, ich habe mir noch gerade parallel, als du alles erklärt hast, noch mal die Figuren angeguckt und noch mal den Grünton so bewertet. Und ich muss hier einmal kurz korrigieren, weil ich finde, glaube ich, die Südamerikanerin doch noch ein bisschen besser als die Indianerin. Ich weiß es halt nicht. Also ich find es halt so eng. Es ist, es Aber ich ist übrigens auch glaube, es ist übrigens auch meine liebste Gegenüberstellung, weil die ja, wirklich hart ist. Die ist wirklich richtig, richtig hart. Es sind die geht wirklich beides, hart. Ja. ja, es sind beides Figuren, in die unglaublich viel Design geflossen ist, offensichtlich. Da hat sich jemand Ja. hingesetzt und hat sich wirklich Gedanken gemacht. Dafür ist in einem Fall eine komplett eigene Form neu gemacht worden. Ich wüsste nicht, dass es diesen Korb vorher irgendwo gegeben hätte. Ja. Im anderen Fall ein Druckpattern, das ich so zumindest noch nicht wüsste, dass es das schon mal gegeben hat. Mhm. Ähm, und da ist in beiden Fällen wirklich, wirklich viel. Und ich meine, auch wenn du halt mit diesem Grünton deine Probleme hast, Ja. aber in sich, in die Schrillheit der Farben, also aus unserer Sicht Schrillheit der Farben, Ja. von der Figur passt es ja trotzdem rein, wenn du das halt eben gegen Absolut. diese Ja. Spieler nimmst und so weiter. Ja. Das heißt also, es ist ja nicht so, dass, also jetzt mal unabhängig davon, ob man persönlich das jetzt mag oder nicht, dass das objektiv schlecht wäre, sondern Mhm. objektiv ist da einfach eine andere Farbpalette genutzt worden, die ja in manchen Teilen Ja. der Welt auch genutzt wird. Ja, Das stimmt, absolut. Ist schon authentisch, ne? ja, ganz genau. Und Ja. insofern, ja, wie gesagt, du findest ja gute Argumente für beide und das ist auch definitiv meine Lieblingsgegenüberstellung, weil du da wirklich so ellenlang argumentieren kannst für jede Figur. Und am Ende ist es halt eben wirklich, eigentlich wirklich Spitze auf Knopf oder Münzwurf. Ja. Ja. Also ich habe die Südamerikanerin auf 1, ich habe die Indianerin auf 2 und den Androiden auf 3. Christian, welche Figur soll ich auf dem Titelbild neben die Südamerikanerin stellen? Ah, den Astronauten. Okay, perfekt. Machen wir so. Wunderbar, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Dabeisein auch in dieser Folge. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne, gerne. Also immer wieder gerne. Es kommen bestimmt noch ein paar mehr Folgen von uns beiden, wenn du Lust hast. Ja, Da freue ich mich drauf. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, bewertet gerne diesen Podcast, lasst gerne ein Abo da, guckt gerne bei Christian im Kanal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke da alles zu auf YouTube und sowieso bei Spotify in der Folgenbeschreibung. Und dann bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.